von euch fragen sich bestimmt jetzt erstmal, was ist das überhaupt? Und Trichotillomanie ist eine Art Zwang, sich die Haare selbst herauszureißen. Also manchmal spricht man auch von einer Störung der Impulskontrolle, weil das halt irgendwie wie automatisch passiert und man das auch irgendwie bewusst macht, aber man doch nicht selber wirklich verhindern kann, dass man es macht. Und da gibt es Menschen, die machen das an den Kopfhaaren, andere zupfen sich an den Augenbrauen oder auf Wimpern. Bei Männern ist es auch meist der Bart. Ja, aber das ist so ziemlich das Grundlegendste sozusagen. Und wer jetzt mit dem Thema überhaupt nichts anfangen kann, der kann jetzt dann auch gerne wegschalten, weil ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich finde es aber für mich persönlich wichtig, darüber zu sprechen, weil es zum einen mir selbst hilft, wenn ich darüber spreche. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einigen von euch dann helfen kann, die entweder selber betroffen sind oder auch welche kennen, die halt das haben. Weil als Betroffener kann man sich sehr schnell damit alleine fühlen oder man denkt auch, man ist verrückt oder so, weil andere sagen, hä, warum machst du das überhaupt und verstehen es überhaupt nicht. Ich meine, man selbst versteht es ja auch nicht so wirklich. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass ungefähr 5% aller Frauen in Mitteleuropa das haben. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwie in einen kleinen Kommentar oder so auf dem Blog oder auf YouTube erwähnt habe, waren immer welche dabei, die das entweder auch haben, mir E-Mails geschrieben haben oder zumindest welche kennen, die das auch haben. Also so unnormal das auch ist, man ist definitiv nicht verrückt und man ist auch nicht alleine damit. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie das so bei mir ist und wie es bei mir angefangen hat. Aber kurz mal vorweg, ihr seht es, glaube ich, bei mir gar nicht so offensichtlich. Also das ist noch ein harmloser Fall, sage ich mal, weil es gibt halt Menschen, bei denen es viel schlimmer ist, wo die gar keine Haare mehr auf dem Kopf haben oder so richtig stellenweise keine Haare mehr, wo man es halt wirklich offensichtlich sieht. Und bei mir ist es halt nicht so der Fall. Und ich weiß von mir, dass ich als Kind immer so an den Nägeln gekaut habe. Also ich hatte da schon den Hang, Stress oder unangenehme Situationen irgendwie mit Nägelkauen oder auch an den Lippen mit sowas eben zu bewältigen. Und ich erinnere mich, dass ich damit abrupt aufgehört habe. Also ich weiß noch, das war an irgendeinem Sommer, ich glaube mit 16 oder so. Da waren meine Nägel schön lang, weil ich finde, im Sommer wachsen die Nägel generell irgendwie schneller. Und da habe ich einfach aufgehört, an den Nägeln zu kauen. Also seitdem habe ich das nicht mehr gemacht. Es hatte aber keinen bewussten, ich habe keinen bewussten Entschluss gefasst oder so, dass ich damit aufhöre, sondern es ist irgendwie passiert in dem Falle. Und nebenbei bemerkt, Nägel kauen, das tun irgendwie auch relativ viele, also das ist relativ verbreitet. Da wird man aber nicht so komisch angeguckt, so als wäre man halt voll unnormal. Obwohl diese zwei Dinge, also Nägel kauen oder Haare zupfen, doch irgendwie ja relativ nah beieinander stehen. Es sind halt nur verschiedene Orte in dem Sinne. Als ich dann aber mit 18 mein Abitur gemacht habe, also vor 8 Jahren, habe ich dann angefangen, an den Haaren zu zupfen, weil es war erstmal nicht so extrem. Das waren so die Nackenhaare, so hier, die halt so nach vorne hingen. Und dann war das halt so, dass ich dann so kürzere Nackenhaare hatte, also da hat man nur so ein paar Strähnen gesehen, die dann halt irgendwie bis hier gingen oder so und der Rest war lang. Das war nicht so extrem, aber das ist so jedenfalls die jüngste Erinnerung daran, wie ich damit so angefangen habe. Wie gesagt, da war es noch nicht so extrem, also wirklich schlimm wurde es eigentlich in den letzten 5 Jahren ungefähr. Und mein Hauptauslöser ist eigentlich Stress, würde ich sagen. Also es hat ja angefangen auch mit dem Abitur, wenn ich gelernt habe und auch so, wenn ich Hausaufgaben gemacht habe, auch während des Studiums beim Hausaufgaben machen, beim Lernen. Da habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich da immer am meisten rumgezupft habe. Aber über die Jahre war das dann nicht nur in Stresssituationen, sondern auch irgendwie, auch wenn ich nichts tue, also wenn ich einen Film gucke oder auch irgendwie im Gespräch bin oder so, mache ich das die ganze Zeit und es hat sich fast schon so automatisiert. Und lange Zeit war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich das mache, also mir ist es nicht so aufgefallen, weil es halt wie gesagt nicht so sofort extrem angefangen hat. Und lange wusste ich auch nicht, dass es überhaupt einen Begriff dafür gibt, dass überhaupt andere Menschen genau das Gleiche machen, irgendwie auch so nach dem gleichen Schema, irgendwie, ja, dass andere Leute das auch machen und dass es überhaupt wie so ein krankhaftes Verhalten ist, was manche Leute machen. Aber trotzdem hat sich das bei mir über die ganzen 8 Jahre immer noch weiter hinweggezogen. Also ich habe nie wirklich damit aufgehört. Also ich habe mir einen Bob schneiden lassen, damit alle Haare auf einer Länge sind. Also jetzt nur wegen den Nackenhaaren war das damals. Aber trotzdem habe ich nie damit aufgehört. Also es wurde mal besser und dann wurde es wieder schlimmer. Es war dann immer so phasenweise. Allein auf YouTube kann man eigentlich gut verfolgen, wie sich das Haarvolumen bei mir so richtig reduziert hat. Also an der Anfangszeit hatte ich halt richtig volle Haare. Und dann merkt man nach und nach, wie das immer weniger wurde. Und jetzt sieht man halt, ich habe halt nur noch so ein
also so nicht mehr so viele Haare wie vorher eigentlich. Nun fällt es halt nicht so auf, weil ich früher zum Beispiel immer Locken getragen habe. Also viele haben sich ja sowieso gefragt, warum machst du die eigentlich jeden Tag Locken? Ich habe mir halt jeden Tag Locken gemacht, weil man mit der Frisur am wenigsten gesehen hat, dass ich da und da kürzere Haare habe. Also ich konnte es mit Styling sozusagen relativ gut kaschieren, dass man es eben nicht offensichtlich gesehen hat. Aber als Bloggerin ist es manchmal echt schwer, weil man furchtbar auf Shootings ist und dann wird man gestylt von Hairstylisten und dann war es für mich immer mega der Horror, erklären zu müssen, warum sind deine Haare hier so komisch? Hattest du Extensions oder so? Warum hast du hier so Stufen? Das ist immer eine super unangenehme Situation und die möchte man halt vermeiden und eigentlich style ich meine Haare sowieso immer am liebsten selbst. Und ja, es ist halt aber als Bloggerin halt mega blöd, weil man steht Tag für Tag vor der Kamera und es geht ums Aussehen und wenn man dann halt so ein Problem mit den Haaren hat, ist es halt nicht so geil. Dabei hatte ich eigentlich in den letzten Jahren so mega coole Frisuren, wo ich total glücklich darüber war, wie die Haare dann aussahen. Also zum Beispiel diese eine Frisur, wo ich dann so Stufen hatte und die dann so mit so Beachwaves immer getragen habe. Das war eigentlich mega die coole Frisur und auch von euch haben immer voll viele kommentiert, wie schön die Haare aussehen und meistens ist es eigentlich sonst so, dass Daisy die Haare-Kommentare kriegt. Oder auch letztes Jahr, wo ich mir die kurz geschnitten habe, da war ich eigentlich auch super happy damit, weil alles so auf einer Länge war und die dann wieder ein bisschen mehr Volumen hatten einfach. Aber trotzdem gab es dann doch irgendwie wieder einen Schuh, der das einfach wieder kaputt gemacht hat. Also jetzt, vor allem jetzt, ist es glaube ich, es war noch nie so schlimm wie jetzt momentan, glaube ich, weil ich halt echt super kurze Haare hier hinten habe, aber auch so auf dem Deckhaar sozusagen, weil sonst war das immer so versteckt so in den Unterhaaren und dann war das halt verdeckt von den Deckhaaren. Aber jetzt ist es halt wirklich so oben drauf. Ich kann zwar dann noch kaschieren, wenn ich dann die Haare glätte oder so oder je nachdem, wie ich die Haare einfach style, aber jetzt habe ich die mal einfach ganz normal natürlich gelassen und dann sieht man das eben. Jetzt auch wenn der Wind durch die Haare wehen würde, würde man das auch sehen. Und es sieht halt einfach nicht schön aus. Und es macht mich auch traurig, weil man das einfach sich selbst auch antut. Also man selber macht das halt. Man selber macht sich die Haare kaputt oder sonst irgendwas. Und andere sagen, ja, dann hör doch einfach auf damit. Aber wenn es halt so einfach wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich schon längst getan und hätte es nicht über die 8 Jahre so weit kommen lassen sozusagen. Beziehungsweise ich bin ja froh, dass es sozusagen nicht so schlimm ist, wie es halt bei den meisten Menschen eigentlich ist, die das machen. Und ich müsste mir die Haare eigentlich, so wie sie jetzt sind, am besten mindestens so kurz schneiden, damit es irgendwie halbwegs okay aussieht. Und ja, das Beste wäre halt einfach, wenn man komplett aufhören würde. Aber wie gesagt, in den ganzen letzten Jahren habe ich es nie geschafft, wirklich damit aufzuhören. Ich hatte dann bessere Phasen, wo es besser wurde, wo ich das weniger gemacht habe. Besonders in Urlauben, also wenn ich wirklich Urlaub gemacht habe und irgendwie mit meinem Freund irgendwie in Portugal war oder so, da weiß ich, dass ich da das auf jeden Fall viel, viel weniger gemacht habe. Generell einfach, wenn man nicht irgendwie im Alltag ist und ja, einfach mehr Entspannung hat, sage ich mal. Und da weiß ich auf jeden Fall, dass es besser wurde. Aber es gibt auch so ein paar Tricks, die einen eventuell dabei helfen könnte. Und ein paar davon nenne ich jetzt euch mal. Und das erste, was mir so am meisten geholfen hat, also wo es bei mir dann ein bisschen besser wurde, ist an irgendwas anderem zu fummeln. Also ihr kennt bestimmt alle diese Invisibobbles, diese Haargummis, die hat man sowieso meistens irgendwie dabei am Handgelenk oder so. Und die habe ich dann meistens genommen und wirklich daran dann gefummelt. Also statt an meinen Haaren habe ich dann damit so ein bisschen gespielt. Also ich habe die so zusammengedrückt oder so oder irgendwas damit gemacht, damit irgendwie dieser Drang, irgendwas mit meinen Fingern zu machen, möglichst daran ausgelassen wird und nicht an meinen Haaren. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich das irgendwie bei Gesprächen oder so in der Hand hatte und damit mehr gespielt habe, dass ich dann wirklich damit sozusagen zufrieden war und nicht mit meinen Haaren gespielt habe. Das Problem ist dabei nur, dass ich dafür beide Hände brauche. Also irgendwie kann ich es nur mit beiden Händen machen. Mit einer Hand ist es irgendwie nicht so geil. Und das Problem ist eben, wenn ich am Computer arbeite, irgendwie Videos schneide oder sonstiges, dann habe ich halt, eine Hand ist bei der Maus und die andere Hand kann halt an den Haaren fummeln. Und das ist so das Problem, weil ich halt dann mit einer Hand den gleichen Schaden anrichte sozusagen. Aber das mal so als Punkt. So andere Stimulationen sozusagen, sei es jetzt eben so ein Invisibobble oder andere nehmen so ein Gummiball oder so ein Stressball oder irgendwelche anderen Sachen, die sozusagen den Drang oder diesen Reiz irgendwie so ersetzen. Ein anderer Trick wäre es, sich die Finger mit so Tesastreifen umzubinden, so dass man halt keinen Halt mehr in den Fingern hat. Also man kann sich sozusagen nicht mehr die Haare greifen, weil es halt einfach durchflutscht. Da ist aber das Problem, man muss halt
dem Drang widerstehen, die Teserstreifen einfach abzumachen. Also das hat bei mir persönlich nicht funktioniert, aber vielleicht funktioniert es bei anderen ganz gut, dass man sich damit dann das einfach verhindert. Was mir aber sonst ganz gut geholfen hat, ist, wenn Menschen in meiner näheren Umgebung darüber Bescheid wussten und versucht haben, mich dann mehr oder weniger davon abzuhalten. Also, dass sie dann, wenn sie sehen, ich mache das gerade oder ich fummel gerade, dass sie dann sagen, ja, Nisi, du fummelst gerade oder hör auf damit. Da habe ich dann auch meistens drauf gehört, dass dann habe ich es gelassen. Aber ich muss sagen, dass ich manchmal sensibel bin, in welchem Ton man das sagt. Also man kann jetzt nicht irgendwie voll genervt sagen, oh, jetzt hör auf damit, weil dann mache ich irgendwie noch mehr. Also ja, da kommt es irgendwie ein bisschen drauf an, aber eigentlich ist das, finde ich persönlich, eine ganz gute Methode. Etwas anderes, was man probieren könnte, wozu ich mich persönlich noch nicht wirklich aufraffen konnte und überwinden konnte, ist eine Therapie zu machen, sei es irgendwie so eine Verhaltenstherapie oder ja, irgendwie da jedenfalls an wirklich einer professionellen Person sich zu wenden und da dann Hilfe zu holen. Eine andere Möglichkeit wäre so autogenes Training, also man hat so Entspannungsübungen, die man sich selbst beibringt sozusagen und man kann sich dann damit sozusagen selbst entspannen. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie Meditation. Das könnte man eigentlich auch machen, sollte ich vielleicht auch mal machen. Aber das, um das mal zu erwähnen. Oder es gibt das Internet, dass man vielleicht in der Community miteinander irgendwie sich gegenseitig Kraft gibt, sich motiviert. Auf Twitter zum Beispiel unter den Hashtag Pullfree posten halt verschiedene Leute, die das haben, dass sie zum Beispiel 5 Jahre oder so das nicht mehr gemacht haben oder 3 Monate und 18 Tage oder so. Also dass man sich da wirklich gegenseitig motiviert und Kraft schöpft, gerade wenn man sich halt wirklich alleine fühlt, dass man da dann wirklich eine Community hat irgendwie. Ja, das wären so die Methoden, die mir jetzt einfallen dazu. Dann kann man halt auch gucken, wie man vielleicht die Folgen so ein bisschen, ja, Schadensbegrenzung sozusagen macht. Und ich habe euch ja schon mal erwähnt, dass ich so Kieselsäuregel nehme, also hier Silicea von Hübner und das ist wie gesagt so Kieselsäuregel und bei Kieselsäure, da weiß man ja irgendwie, kräftigt die Haare oder Fingernägel und ist gut für die Haut. Also es ist sozusagen nicht irgendwie medizinisch bewiesen oder so, aber es ist so ein bisschen überliefert irgendwie, dass manche Menschen eben gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich bin halt darauf gestoßen über meine Mutter und ich kann es auch nicht so 100% sagen, dass es wirklich hilft, aber ich wurde zum Beispiel voll oft darauf angesprochen, hey Nisi, deine Haare sind mega lang geworden, also sind schnell gewachsen. Kann sein, keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall weiterhin benutzen, weil wenigstens auch das, dass ich da sozusagen aktiv dagegen vorgehe. Und dann natürlich generell versuchen, komplett damit aufzuhören. Also jeden Tag, wenn ich merke, scheiße, ich habe es jetzt gemacht, dann okay, morgen wird der Tag sein, wo ich damit aufhöre. Dann ist es der nächste und immer weiter, immer wieder aufs Neue. Also es ist halt einfach ein Kampf, aber ich hoffe, irgendwann wird man den gewinnen. Ich hoffe, irgendwann werde ich damit aufhören und mich würde natürlich interessieren, ob jetzt irgendwie Zuschauer dabei sind, die das auch machen oder Leute kennen, die das machen und vielleicht auch Tipps oder einfach generell Erfahrungen austauschen möchten, dass da jetzt so ein Dialog irgendwie entsteht, weil ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil ich finde, mir hilft das und ich glaube, dass es auch einigen anderen helfen könnte. In diesem Sinne war es dann auch von meiner Seite. Nächste Woche wird es dann wahrscheinlich wieder ein Video zu gewohnten Themen geben und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!